Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ich möchte heute über den kürzlich erschienenen Anime zu dem Sega-Klassiker Shenmue reden. Dass ausgerechnet dieses von Pech geplagte Franchise ein Anime bekommt, ist für sich gesehen schon ein ziemliches Wunder, weshalb ich der Meinung bin, dass ein Video dazu mehr als angebracht ist. Da es aber einfacher für mich ist, den Vergleich zwischen dem Anime und der Originalvorlage zu ziehen, stelle ich euch das ursprüngliche Dreamcast-Spiel gleich mit vor. Shenmue war ein sehr ambitionierter Genre-Mix, den man aus heutiger Sicht wahrscheinlich am ehesten als Action-Adventure mit leichten RPG-Elementen bezeichnen würde. Ursprünglich war Shenmue als ein Virtua Fighter Rollenspiel gedacht und sollte auf dem Sega Saturn, der Vorgängerkonsole der Dreamcast, erscheinen. Das wäre insoweit interessant gewesen, weil Virtua Fighter ungewöhnlich wenig Story-Elemente hat und man quasi nichts über die Figuren wirklich weiß. Da haben andere Fighter aus der Zeit den Fokus schon deutlich mehr auf die Persönlichkeit der Kämpfer und deren Hintergrundgeschichte gelegt. Insofern wäre das eine gute Gelegenheit gewesen, das Virtua Fighter Universum auszubauen und die Motivation der Figuren zu erklären. Diese Idee hat man dann aber irgendwann verworfen und stattdessen eine komplett originale Geschichte daraus gemacht. Allerdings kann man selbst im fertigen Spiel noch gewisse Spuren von Virtua Fighter wiedererkennen, zum Beispiel das Kampfsystem oder auch Charaktere, die sich ähneln. In Shenmue übernehmen wir die Rolle des 18-jährigen Ryo Hazuki, der ansehen muss, wie sein Vater von einem mysteriösen Mann namens Lan Di ermordet wird. Er stiehlt ihm außerdem ein legendäres Artefakt, den sogenannten Drachenspiegel. Ryos Aufgabe ist es nun, Nachforschungen über Lan Di anzustellen, um sich dann eines Tages an ihm rächen zu können. Dabei steuert man Ryo durch die kleine Hafenstadt Yokosuka, spricht mit Charakteren, findet immer wieder Informationen heraus, die einen mit dem Fall weiterhelfen und erforscht allgemein die Umgebung. Ab und zu kommt es auch zu Kämpfen im Virtua Fighter Stil, für die man neue Moves erlernen und aufleveln kann, und Minispiele gibt es auch nicht zu knapp. Die Handlung wird außerdem mit jeder Menge voll vertonter Dialoge und Zwischensequenzen erzählt. Shenmue war 1999 ein ziemlich bahnbrechendes Spiel und hat gute Kritiken bekommen, aber selbst bei den damaligen Reviews kann man zwischen den Zeilen eine gewisse Abneigung zum Gameplay herauslesen. Die meiste Zeit läuft man nämlich einfach nur rum und hört sich Dialoge an, und bis es zum ersten Kampf im Spiel kommt, vergehen mehrere Stunden. Man muss sich an manchen Stellen im Spiel auch mit Charakteren zu einer bestimmten Zeit verabreden, und die Zeit bis dahin muss man dann abwarten, was vielen Leuten überhaupt nicht gefallen hat. Allerdings könnte man die Zeit auch nutzen, um zum Beispiel seine Kampftechniken zu trainieren oder sich die Zeit mit Arcade-Games in der Spielhalle vertreiben. Die Steuerung ist auch eher gewöhnungsbedürftig. Man steuert Ryo nur mit dem Steuerkreuz, obwohl die Dreamcast auch einen wundervollen Analogstick besitzt. Man merkt also schon, dass vor allem die Grafik und der Detailgrad die Bewertung von früher stark beeinflusst hat. Kein Wunder, denn Shenmue war zum Zeitpunkt des Release wahrscheinlich das grafisch beste Spiel überhaupt. Ihr müsst euch das einfach mal vorstellen. 1999 sahen die meisten Charaktere noch so aus. Und plötzlich kommt ein Spiel, wo die Figuren so aussehen. Aber auch wenn viele Aspekte von Shenmue aus heutiger Sicht nicht mehr ganz so überzeugen, halte ich es immer noch für ein ziemlich gutes und vor allem einzigartiges Spiel. Das liegt an der trotz gewisser Klischees sehr mitreißenden Handlung und vor allem an dieser super atmosphärischen und lebendigen Spielwelt, wie sie selbst viele moderne Spiele nicht haben. Und ich würde mal behaupten, dass ich auch nicht von Nostalgie geblendet bin, was Shenmue angeht, denn ich habe das Spiel auch gar nicht gespielt, als es rauskam. Ging auch schlecht, weil ich da erst 3 Jahre alt war. Tatsächlich kannte ich damals überhaupt niemanden, der einen Dreamcast oder irgendeine andere Konsole von Sega hatte, und als ich das erste Mal das Spiel spielte, hatte es bereits einige Jahre auf dem Buckel. Yakuza wird ja gerne als das moderne Shenmue oder als sein geistiger Nachfolger dargestellt, und auch wenn die Gemeinsamkeiten beider Spiele nicht von der Hand zu weisen sind, haben beide trotzdem ihre ganz eigenen Stärken und Besonderheiten. Vor allem dieses Eintauchen in eine andere Welt ist bei Shenmue viel stärker ausgeprägt. Deswegen würde ich der Aussage, dass Yakuza Shenmue heutzutage obsolet macht, nicht zustimmen. Ursprünglich war Shenmue als eine groß angelegte Storyline gedacht, welche insgesamt 11 Kapitel umfassen sollte. Das Konzeptbild, was ihr hier gerade seht, stammt übrigens noch aus der Phase, wo Shenmue als ein Virtua Fighter Spiel geplant war. Das erste Spiel der Reihe erzählt dabei gerade mal das allererste Kapitel und könnte als eine Art Prolog angesehen werden. Ryo findet den ein oder anderen Hinweis bezüglich den Mord seines Vaters, aber in erster Linie geht es hier um die Vorbereitung auf die Reise nach Hongkong, wo er dann den Killer Lan Di überführen möchte. Teil 2 hat da schon ein deutlich höheres Erzähltempo und die Ereignisse überschlagen sich regelrecht im Vergleich mit dem ersten Spiel. Shenmue 2 umfasst die Kapitel 2 bis 5. In diesem Spiel lernt Ryo die Wude, die 4 Grundsätze der Kampfkunst, und legt sich außerdem mit einer Verbrecherorganisation an, die indirekt mit Lan Di zusammenhängt. Das Spiel endet damit, dass Ryo sich nach Guilin aufmacht, um das Geheimnis und den Spiegel zu lüften, und trifft dort auf das mysteriöse Mädchen Shenha, die Ryo bereits in Teil 1 in einem Traum getroffen hat. 2019 erschien dann der lang ersehnte dritte Teil der Reihe.
Wie viel Shenmue 3 aber von der gesamten Story erzählt, ist nicht ganz klar. Es umfasst wohl mindestens Kapitel 6 und eventuell auch noch Kapitel 7, aber das ist nicht bestätigt. Zu meiner Schande muss ich auch noch zugeben, dass ich Shenmue 3 nicht einmal beendet habe. Ich fand es leider nicht besonders interessant und außerdem war das neue Kampfsystem selbst nach etlichen Stunden Spielzeit immer noch ein Buch mit 7 Siegeln für mich, weshalb ich bei irgendeinem Kampf nicht mehr weiterkam. Auch bei der Fangemeinde kam das Spiel eher so mittelgut an, weshalb ein weiterer Teil der Reihe auf wackeligen Füßen steht. Daher verwundert es mich umso mehr, dass man nicht die restliche Kapitel der Handlung, auf die die Spieler schon so lange warten, einfach als Anime oder Manga umgesetzt hat. Der neue Shenmue-Anime erzählt nämlich auch wieder nur die alte Geschichte nochmal neu, obwohl es ja bereits einen Shenmue-Anime-Film gegeben hat. Dieser ist ein Zusammenschnitt aus den Cutscenes des ersten Spiels mit ein paar kleinen Änderungen und lag der Xbox-Version von Shenmue 2 bei, damit man als Nichtkenner des ersten Spiels der Handlung trotzdem folgen konnte. Ihr werdet jetzt vielleicht sagen, das ist doch gar kein richtiger Anime, geschweige denn ein richtiger Film. Aber dieser Shenmue-Film lief in Japan tatsächlich im Kino und bei Seiten wie MyAnimalist und Co. ist er auch vertreten. Schon nur eine komische Vorstellung, dass es mal eine Zeit gab, wo Leute Geld ausgegeben haben, um sich Dreamcast-Grafik-Zwischensequenzen im Kino anzugucken. Der neue Shenmue-Anime ist 13 Folgen lang und stammt vom Studio Telecom Animation Film. Die kennt man eventuell von Tower of God oder auch den neueren Lupin-Anime. Die Serie fasst die Handlung von Shenmue 1 und Shenmue 2 zusammen. Allerdings haben es auch ein paar Elemente aus Shenmue 3 mit in den Anime geschafft. Meine große Befürchtung war, dass das Erzähltempo viel zu straff ist. Immerhin werden hier große storylastige Spiele, die jeweils locker 20 Stunden lang sind, in nur wenigen Folgen abgehandelt. Trotzdem hat man es geschafft, alle wichtigen Ereignisse in der Serie unterzubringen und sogar neue Aspekte hinzuzufügen. Vor allem eher weniger wichtige Figuren haben teilweise ein bisschen mehr Persönlichkeit als noch in den Spielen. Es kommen tatsächlich richtig viele NPCs aus dem Spiel vor, welche man nur kurz trifft oder sogar optional sind. Da bekommt man als Fan direkt das Gefühl, dass sich die Macher der Serie tatsächlich mit Shenmue befasst haben und nicht nur den Wikipedia-Artikel dazu überflogen haben. Wenn man die Spiele allerdings nicht kennt, verleitet das sicher fälschlicherweise zu der Annahme, dass es sich hierbei um wichtige Figuren handelt, die später noch einmal eine Rolle spielen werden. Dabei sind es letztendlich einfach nur Easter Eggs, von denen man als Nichtkenner nicht besonders viel hat. Was die Handlung angeht, gibt es hier und da ein paar kleinere Änderungen, vor allem was die Reihenfolge mancher Ereignisse angeht. Diese stören aber kaum und sind nicht wirklich der Rede wert. So ziemlich die einzige Ausnahme ist eine Änderung, die mit dem Charakter Chai zu tun hat. Dieser an Gollum erinnernde Kung-Fu-Kämpfer ist ein Handlanger von Lan Di und kommt im späteren Verlauf des ersten Spiels mehrmals vor und dient außerdem als der letzte Boss in Shenmue 1. Im Anime kommt er aber direkt in der ersten Folge vor, wodurch sich die Episode total überladen anfühlt. Das Treffen von Ryo und Chai hätte man meiner Meinung nach vielleicht besser auf später verschieben sollen, weil in Folge 1 schon genug wichtige Dinge passieren. Im Großen und Ganzen hat man sich aber an die Originalvorlage gehalten und keine zu großen Freiheiten an der Story erlaubt. Dieses immersive Gefühl der Spiele, welches durch das eigenständige Erkunden der Spielwelt entstand, entfällt hier natürlich komplett. Allerdings ist das in einer Serie auch wahrscheinlich gar nicht wirklich umsetzbar gewesen. Ein bisschen von dem klassischen Shenmue-Feeling kommt im Anime glücklicherweise doch rüber, zum Beispiel durch den Soundtrack, wo man bei vielen Liedern das Shenmue-Main-Theme als Leitmotiv verwendet hat. Dass Ryo den gleichen Sprecher wie damals im Spiel hat, macht die ganze Sache nur noch stimmiger. Nur leider sind Ryo und Lan Di die einzigen Figuren, die ihre Sprecher behalten haben. Alle anderen Figuren haben neue Stimmen bekommen, welche allerdings auch passend klingen. Manche Leute würden ja behaupten, das was Shenmue ausmacht, ist dieser Trash-Faktor, der durch die alte englische Synchro der Spiele entstanden ist. Das finde ich aber überhaupt nicht und mir gefällt Shenmue mit einer professionellen Vertonung deutlich besser. Der Anime endet dann mit den ominösen Worten "The story goes on". Ist das ein Teaser für die nächste Anime-Staffel, welche dann Shenmue 3 adaptiert? Da die Handlung in Shenmue 3 aber kaum für 12 Folgen ausreicht, halte ich das für unwahrscheinlich. Vielleicht wird ja die komplette restliche Geschichte als Anime erzählt. Oder es gibt bald tatsächlich einen Shenmue 4. Auf jeden Fall scheint Shenmue auf irgendeine Art und Weise fortgesetzt zu werden und das macht mich als Fan der Reihe ziemlich glücklich.